Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silber. Der Boden ist erreicht. Disclaimer. Silber, der Boden ist erreicht. Silber erreichte wahrscheinlich den Boden des Widerstands. Während des vorherigen Absturzes im März 2020 stieg Silber innerhalb von 6 Monaten um 150%. Eine 100% innerhalb von sechs Monaten könnte Silber leicht auf die 37-Dollar-Marke bringen, was die Basis für eine enorme Goldaktien Rallye dasteht. Also wir sehen, dass bei Silber ganz offensichtlich der Tiefspunkt erreicht ist. Bei vielen Penny Stocks sehen wir es auch, die den letzten Move von Gold nach unten gar nicht mitmachen. Eigentlich viele sind eigentlich bereits jetzt schon nach oben abgedreht. Einige fallen noch weiter. Wir sind wirklich offensichtlich an einem Umkehrpunkt. Und Silber ist ja eigentlich einer der Primärindikatoren für Goldaktien. Also gut möglich, dass jetzt noch für Silber eine der letzten guten Einstiegsmöglichkeiten geben, bevor sich der Silberpreis verdoppelt, muss man sagen. Und das bringt natürlich diese enorme Goldaktienrallye mit uns, weil eben die Goldaktien noch einen extrem höheren Hebel auf Silber selbst haben. Also wenn Silber sich verdoppelt, okay, das ist eine wunderbare Performance, kann aber in derselben Phase bei Goldaktien für 5, für 10, für 20-fachung und mehr hochgehen, weil das so extrem verzerrt ist, dieser Preis nach unten aktuell. Angehender Goldproduzent, der in Argentinien und Ecuador operiert, moderates Risiko hat. Einmal haben sie in Argentinien die Julian-Projekt. Das Projekt Julian befindet sich 120 Kilometer nordwestlich von San Juan, der Hauptstadt der Provinz San Juan, Nordwesten Argentiniens. Erste Mineralressourcen, Schätzungen gehen von 2,1 Millionen Goldäquivalent aus. Teilweise eben hochgradiges Gold. Und das Unternehmen sieht ein deutliches Potenzial für eine beträchtliche Vergrößerung der Ressource. Weiterhin wurde eine hochgradige Goldentdeckung gemacht. Und da wird von 627.000 Unzen mit 13,7 Gramm pro Tonne ausgegangen, die in den meisten Richtungen auch noch erweiterbar ist. So hier die Aussage. Weiterhin haben sie dann noch in Ecuador, in El Guabo, Gold-Kupfer-Projekt, mittlerer Grad. Das würde noch hinzukommen. Ja, also wenn man das in den Potenzialfaktor tut, ich habe jetzt einfach mal 3 Millionen Unzen Gold angegeben, weil ich vermute, dass sie insgesamt vielleicht 3 Millionen Unzen Gold haben würden. Wer weiß, vielleicht unter Umständen auch noch mehr. Die haben schon eine relativ hohe Marktkapitalisierung mit 200 Millionen. Land, na klar, ist Argentinien, ist nicht Kanada, USA. Gerade das Gold, das habe ich jetzt mal hochgemacht. Ich denke gerade auch im hinblicklich dieser 13,7 Gramm pro Tonne. Also eine Jahresproduktion ist anvisiert von 150.000 Unzen und auch eben damit kann man dann dementsprechend weitere Explorationsmaßnahmen finanzieren. Und das macht diesen Typus immer interessant. Wir haben Einnahmen. Es ist gerade durch diese Goldpreisrückgang enorm gedrängt. Also das, denke ich mal, könnte eine sehr gute, solide Basisaktie werden, mit der man noch gute Gewinne machen kann. Und wenn noch das Explorationspotenzial unter Umständen noch erhöht wird, kann es noch viel attraktiver werden. Ja, ich wollte noch mal kurz eine Aussage zu den Aktivitäten am Markt hier machen. Und zwar geht es hier um Insider oder um institutionelle Käufer. Stocken weiter Goldaktien auf, so wie hier diese Analysten hier beobachtet haben, gibt es offensichtlich seit 2 Wochen massive Zuflüsse in dem Bereich, was die ETFs betrifft. Hier sehen Sie 225, ich weiß nicht, es sind Millionen, Milliarden, wie auch immer.
und in den GDX gab es auch Zuflüsse. Das heißt, dieser Rückgang, wo die meisten Leute zögern zu kaufen, wird von institutionellen Anlegern, also von den großen Insidern jetzt in dem Zusammenhang, offensichtlich für die Aufbau der Position genutzt. Klar, das ist schwierig, weil viele, sage ich mal, schon weit vorher investiert ist. Aber ich denke mal, es ist nach wie vor eine gute Einstiegschance bei Goldaktien. Es sieht so aus, als ob viele Aktien jetzt den Boden gefunden haben. Viele sind schon höher, einige noch nicht. Es ist eine ganz unübersichtliche Phase, aber es scheint wirklich dieses Charakteristima eine Umdrehung scheint im Augenblick nicht zu bestehen. Ja, ja, hier nochmal allgemein zum Goldaktienbullenmarkt 1970er Jahren, das ist das große Vorbild. Dort sind eben Aktien von 15 oder 20 Cent eben auf 10, 20, 30, teilweise $40 gestiegen, was teilweise eben bedeutet habe, dass man aus $1.000 hier fast 300, $400.000 machen könnte. Das ist natürlich ganz extrem, aber es ist eben nicht unwahrscheinlich, dass wir so etwas Ähnliches jetzt auch erleben, weil wir sind an so einem Umkehrpunkt. Wir sind am negativsten Punkt. Negativer kann es nicht sein. Meiner Meinung nach ist das schon überschritten. Und wohin uns auch jetzt der nächste Schritt in den nächsten 6 bis 12 Monaten oder 18 Monaten führt, ist durchaus möglich, dass sowas passiert. Ich meine, die Inflation ist in den Institutionen, ist in den Staatsanleihen, ist im Bankensystem gespeichert und da ist noch nichts von reingeflossen. Wenn das jetzt beginnt, wie ich das gezeigt habe, in den institutionellen Anlegern, irgendwann wollen sie alle rein. Und dann kann so ein Phänomen wie in den 1970er Jahren eben auftreten. Und das ist das Interessante. Und das hoffen wir eben mit solchen Aktien, die man hier gesammelt hat, die ich hier Super Goldstock Watchlist ist. Das sind natürlich Aktien, die Hochrisiko sind im Gamble. Aber uns geht es ja eben darum, dass man eben ein paar dabei hat, die von einigen Pennies 10, 20, 30 Cent, denn zumindest alle auf $1. Und wenn die Mania weiter hochgeht, ich nehme an, dann ab 2200, 2300 wirklich auch in den Mehrdollarbereich dann gehen kann. 2, 3, 4, 5, vielleicht in einigen Fällen 10. In der Vergangenheit hat das gegeben. Und das ganz extreme Beispiel sehen Sie hier oben, wo diese unglaublichen Summen kamen. Vielleicht kommt sowas, das kann man im Vorfeld nicht sagen, aber ich denke mal, Goldaktien sollten jedenfalls, sobald Gold auf 2300, 2500 steigt, überproportional investieren. Ich hatte heute vorher noch mal mit Bob Moriarty Interview gelesen, werde ich auch hier nochmal verlinken. Und er sagte auch so, ihm fällt absolut nichts anderes ein, als Goldaktien. Es ist das absolut beste Investment, was man machen kann hinsichtlich Hebel und preisliche Bewertung. Den kann man meiner Meinung nach nur zustimmen. Nur bedroht vor einem möglichen systemischen Risiko. Aber ich denke auch hier Euro-Dollar-System wird noch ein paar Monate halten, nehme ich mal an. Und das sind genau vermutlich die Monate, vielleicht 6, 12, 18 Monate, wer weiß, die die ganz große Chance zu Goldaktien meines Erachtens darstellen. Ja, das sind immer Aktien mit Superlativen, die mich nehmen. Die haben entweder ein besonders gutes Gebiet, wo auch andere große Goldminen sitzen, hochgradiges Gebiet, besonders gute Geologen, besonders großes Gebiet oder besonders große Silbermengen. Ja, nochmal zum 1000-Becke-Rapport. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu unterscheiden, versuchen, den Potentialfaktor zu errechnen. Also um wie viel kann theoretisch eine Aktie steigen, wenn Gold auf 2500 Dollar ist. Das darf man nicht so wortwörtlich nehmen, dann die Zahl, aber es ist zumindest ein guter Vergleichsfaktor, um die potenzielle Aktien untereinander zu bewerten. Weiterhin ist auch noch eine Exit-Strategie mit bei. Also was investiert man, wenn dieser Gold- und Goldaktienboom vorbei ist? Ja,
Silber, Gold einkaufen, kann man sehr gut über Sachwertegemeinschaft, die sind auch in Krisen immer Gold und Silber gekommen, sehr unkompliziertes Handling. Generell, wenn Sie Gold und Silber kaufen wollen, erstmal vorher auf die Vergleichsportale gehen, um keine überteuerte Ware kaufen zu müssen. Ja, nützliche Informationen, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Silber in der Schweiz, Gold und Silber in der Schweiz und Liechtenstein einlagern, langfristige Charts, auch Literatur über Goldaktien und weiter gute Videos, Informationen von mehreren Statisten. Und wenn Sie Fragen und Fragen haben zum Report oder irgendwelche Zustellungsprobleme, mich einfach bitte kontaktieren, Mail schreiben oder die angegebene Nummer nutzen. Ich würde mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.